Hallo liebe Mosaik. Hello, wonderful Mosaic family. Ich freue mich riesig, euch heute hier zu sehen. It's wonderful and it's a joy for me to be able to see you again. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Debbie. If you don't already know who I am, my name is Debbie. Ich bin die Frau von Jonas, den habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen. I'm the wife of Jonas and you've probably already seen him a few times. Genau, im Moment bin ich zu Hause in Elternzeit mit 3 kleinen Kindern. At this point in my life, I'm at a home just about every day with our three children. Genau, mein Ältester ist 4 und die Jüngste ist 8 Wochen erst alt. And the oldest of our children is 4 and the youngest is 8 weeks old. So wie ihr euch vorstellen könnt, waren die letzten Wochen eine ziemliche Herausforderung. As you can imagine, the last few weeks for us have been a little challenging. Alleine auch mit so 3 kleinen Kindern. To be alone at the house with so often with 3 small children. Und kein Kindergarten, keine Freunde, die wir sehen konnten. With no kindergartens that are open and no possibility to see other friends. Und so habe ich mit meinen Freundinnen immer so Voice hin und her geschickt. And so what I've been doing is sending different voice messages back and forth with one of my friends. Oh, und ich habe gesagt, oh, es ist so schwer. And I said, oh, this is so hard. Ich bin hier alleine mit den kleinen Kindern. I'm here all by myself with the small children. Und es wäre doch jetzt so schön, Single zu sein. And it could be really nice to be single. Ich würde alle Netflix-Serien anschauen. I could look at all of the Netflix series. Ich würde alle Bücher lesen, die ich schon immer lesen wollte. I could have the time to read all the books I've always wanted to read. Ich würde ausschlafen, die ganze Nacht würde ich durchschlafen. I'd be able to sleep in, or at least be able to sleep through the entire night. Und am Nachmittag würde ich auf der Terrasse sitzen und Kaffee trinken. And then in the afternoon, I would sit on my terrace and drink coffee. Und dann hat meine Freundin mir eine Voice geschickt. And then my friend sent me a voice message. Und hat gesagt, oh, es müsste jetzt so schön sein, eine Familie zu haben. She said, oh, it must be so nice to have a family right now. Man ist nie alleine. You're never alone. Man kann spielen. You can play games with each other. Man kann zusammen kochen. You can cook together. Filme zusammenschauen. Watch different movies together. Und spazieren gehen. Go for walks. Ja, und wie ihr merkt, ist alles sehr relativ. And as you've noticed, everything is relative. Und ich habe gemerkt, wie leicht in mir Unmut und Motzerei so aufsteigt. And I've noticed in myself how easy or how often displeasure or complaining can come to the front of my life. Ja, und Undankbarkeit. And also ingratitude, unthankfulness. Und manchmal ist es nur eine klitzekleine Sache und schon geht es so los in meinem Kopf. And a lot of times it's just a really small thing and it grows really fast to this thought, spiraling thoughts within me. Wenn irgendjemand mich einfach nervt. When somebody really starts getting on my nerves. Ja, und or when something starts getting on my nerves. Genau, ich habe ja ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach und das finde ich so cool, das lese ich euch vor. In jede hohe Freude mischt sich eine Empfindung der Dankbarkeit. Yeah, there's a saying here from Marie from Ebner-Eschenbach. Yeah. Yeah, and this is what she wrote. She said, there is a feeling of gratitude mixed into every great joy in life. Und wenn ihr euch daran erinnert, wann ihr das letzte Mal wirklich Freude in eurem Leben hattet, dann war da auch immer Dankbarkeit dabei. And if you can think back to the last time you really had joy in your life, you'll be able to see that it was in a moment, or it was tied to a moment of thankfulness. Und genau dazu möchte ich euch und mich selbst auch ermutigen. And with that kind of thought, I want to encourage myself and you as well. Ein dankbares Herz zu kultivieren. To cultivate a thankful heart. In der Bibel steht, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Das steht in Jakobus 1, Vers 17. Yeah, in the book of James, chapter 1, verse 17, it says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ja, egal wie wir es drehen und wenden, alles Gute hat seinen Ursprung in Gott. You know, no matter how we look at the things in our lives, everything that we have has its origin in God. Er ist der Schöpfer. He is creator. Er hat uns in den letzten Wochen wunderschöne Frühlingstage geschenkt. In the last few weeks that we have been able to have some wonderful spring days. Wir haben die Vögel zwitschern gehört. Yeah, the birds have been chirping, singing. Die Sonne hat gescheint. The sun was shining. Und alles hat Gott gemacht. And God made all of this.
Und er ist auch unser Heiler, der uns Gesundheit schenkt. And he is also our healer who brings health into our lives. Und er ist der Versorger. And he is also the God who provides. Er gibt uns all das, was wir brauchen. Everything that we need in life, he gives to us. Ja, alles Gute kommt von Gott. Everything good comes from him, comes from God. Und ich glaube, je mehr wir das Gute in unserem Leben sehen, And I believe that the more that we look for the good inside of our lives, desto mehr begegnen wir auch Gott in unserem Alltag. yeah, the more we'll actually come to encounter God in our everyday lives. Und es ist auch alles Gnade. Everything that we have is from the grace of God. Ja, alles was gut ist in unserem Leben, ist letztendlich ein Geschenk von Gott. Yeah, everything that's good inside of our lives, when you look at it, at the end of it all, it's all a gift from him. Und wir sagen vielleicht, oh, das habe ich mir selbst erarbeitet. And maybe we look at our lives and we go, you know, I did that for myself. Und es stimmt auch, wir haben für vieles hart gearbeitet. And that's also true. There's a lot of things in our life that we've put a lot of work into. Aber letztendlich hat uns Gott die Fähigkeit dazu gegeben, das zu tun. But when we really look at it, it's God who gave us the ability and the power, everything that we need to be able to do these things. Und auch die Kraft dazu. Yeah, he's the one that gave us the power. Wir haben nichts, was er uns nicht geschenkt hat. We don't have anything in our lives that he has not gifted us with. Und wenn wir das so im Bewusstsein haben, dann führt uns das in eine tiefe Abhängigkeit von Gott. Yeah, and if we will keep this awareness, then it leads us into a dependence upon God. Und auch zu einer tieferen Beziehung zu ihm. And not just a dependence, but it leads us into a deeper relationship with him. Und wenn wir so viel Dankbarkeit in unserem Herzen haben, And when we have a heart full of thankfulness, dann hilft uns das auch in unserem Alltag, die Augen offen zu halten. yeah, then it helps us also go through our days with our eyes open. Weil wenn ich mich selbst so reich beschenkt fühle, dann will ich das sehr gern teilen. Yeah, because when I look around and I see how blessed I've been, then there's something inside of me that wants to be able to give that to other people. Und Menschen werden so ganz einfach auf Jesus aufmerksam. Yeah, and through this, people will become aware of Jesus. Genau, und ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen, das heißt, Dankbarkeit entspringt nicht aus dem eigenen Vermögen des menschlichen Herzens, sondern aus dem Wort Gottes. Dankbarkeit muss darum gelernt und geübt werden. Das ist von Dietrich Bonhoeffer. I want to share with you what Dietrich Bonhoeffer wrote. He said, "Thankfulness does not naturally emerge from the human heart, but rather from the Word of God. Thankfulness then must be learned and practiced." Genau, aber wie können wir das lernen, ein dankbares Herz zu haben? So how do we learn to have this kind of a thankful heart? Genau, ich habe hier ein Megafon. I have a megaphone with me. Und das heißt, sprich die Dankbarkeit aus, soll das bedeuten. And I would say, speak out your thankfulness. Also, danke! Thank you! In der Bibel steht, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Yeah, in the Bible it says to go before his throne with thankfulness and to come into his courts with praises. So Dankbarkeit ist wie so ein Türöffner zu Gottes Gegenwart. So I would say that thankfulness is one of the things that opens the door into the presence of God. So wenn du das nächste Mal Gott um irgendwas bittest, dann stell doch deinen Timer auf 3 Minuten. So the next time you're going to God and you're about to ask him for something, take a second and put your timer at 3 minutes. Und dank Gott für alles Gute in deinem Leben. And thank God for everything good in your life. Sprich es laut aus. Yeah, say it really loud. Ja, Jonas und ich, wir haben uns letzte Woche ein paar Tage nur angemotzt gefühlt. Yeah, Jonas and I, the last few weeks, there were a couple times that we've just kind of complained a little bit. Und wir waren so, du machst das falsch. And it was kind of one of these things, hey, you're doing this wrong. Und du machst das gar nicht. No, well, you're not doing this at all. Und so ging das immer hin und her. And so it's kind of just springing back and forth. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so geht's aber nicht weiter. And then we came to a point where we went, okay, this is not going to work like this any further. Und abends, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, And after we put our kids to bed one evening, haben wir uns auch den Timer gestellt. we were sitting together and we turned on our timer. Und wir haben uns dazu gezwungen, And we had to almost force it a little bit 3 Minuten uns einfach Danke zu to sagen. take these 3 minutes and just speak out our thankfulness. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann hat sich die Atmosphäre verändert. Yeah, and as soon as we started doing this, the atmosphere in our home completely changed. Und im Hause Pötz ist Frieden eingekehrt. And in the home of the Pötzes, there is joy again. Was ich aber sagen will, ist, dass wir uns manchmal wirklich dazu zwingen müssen, oder? Yeah, but what I really want to say is there are some times where it's just not natural, you almost have to kind of push yourself to do it. Ja.
Und der zweite Punkt ist, bringe deine Dankbarkeit zum Ausdruck. And the second point I have is to express your thankfulness, but in a tangible way. Vielleicht kannst du Dankeskarten an deine Freunde schicken. Yeah, maybe you can write thank you cards to your friends. Ja, und wenn du vielleicht Teamleiter bist, dann lass doch dein Team einfach mal ganz viele Notizen schreiben und wofür sie dankbar sind. Yeah, if you're leading a team, maybe you take some post-it notes, a lot of them, and write down what you're thankful for and post them around where they're working. Wenn du Kinder hast, da gibt es unzählig viele Ideen. Yeah, if you have children, there's a lot of ideas that you can come up with or that you can find. Man kann ganz viel aufhängen, Bilder malen. Yeah, that you can paint a picture to express that thankfulness or hang something up together. Oder man kann auch so eine Word Cloud machen, für was man dankbar ist. Or you can do just like this word cloud of exactly what you're thankful for. Ich mag das. Genau, also bring es zum Ausdruck, deine Dankbarkeit. Yeah, but express your thankfulness in a tangible way. Und das andere ist noch, teile deine Dankbarkeit. And the third thing is to share your thankfulness. Wo hat Gott mich selbst gesegnet? All right, to look and see where has God blessed myself in my life. Vielleicht habe ich gerade viel Zeit zu kochen. Like right now, maybe you have a lot more time to be able to cook. Und ich kann es einfach einer anderen Mama vorbeibringen, die sich riesig freut. Yeah, and since I have more time to be able to cook, I can bake something for another mother and bring it by to her, and it produces joy. It encourages her. Gestern hat mir zum Beispiel meine Nachbarin Kuchen vorbeigebracht. Nice. Yesterday, one of my neighbors brought cake to me. Und es hat mich ermutigt. Yeah, it really encouraged me. Genau, oder vielleicht hast du Geld übrig und kannst Geld spenden. Or maybe you have a little bit more Geld left over. You have more money left over, and you can donate that. Oder du kannst Zeit mit jemandem verbringen, der viel alleine ist. Or you can take some more time with somebody who's really all alone at this time. Ja, denkt an den Abstand. Yeah, and at the same time, think about the space you need to keep. Ja, euch allen fällt da bestimmt irgendwas ein. Right, I'm sure something will come to your minds as you think about this. Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir als Kirche dafür bekannt sind, dass wir dankbar sind. Yeah, one of my biggest wishes is that we're known as a church who is thankful and who expresses that thankfulness. Und wir müssen nichts faken. We don't have to be fake about it. Ja, Gott kennt unser Herz sowieso. God already knows what's in our heart. Und wenn wir gerade nichts finden, wofür wir dankbar sein können, dann können wir ihn bitten, uns zu zeigen, wofür wir dankbar sein können. Yeah, and if we're in a time where we think, I have no idea what I can be thankful for, we can at least reach out to him, pray to him, ask him to show us what he's given our lives, what he's put into our lives that we can be thankful for. Genau, und dazu möchte ich euch ermutigen, diese Woche ein Herz voller Dankbarkeit zu haben. And that's what I want to encourage everybody with today, is to live in this next week or weeks with a heart that's full of thankfulness. Und dann wird auch die Freude da sein. And when that happens, you'll see joy in your life. Genau, so viel für heute. Wir wünschen euch Gottes Segen. All right, well, that's all for today, and we wish you all of God's richest blessings in your life. Und eine gute Woche. And a wonderful week.